Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, heute möchte ich euch das tolle Parfum Original Vetiver der Traditionsmarke Creed vorstellen. Bevor wir mit der Flakon-Präsentation starten, sage ich nochmal ein, zwei Worte zu der Duftnote Vetiver. Ja, das ist so eine Hassliebe, also entweder mag man die Duftnote Vetiver oder eben nicht. Vetiver kann zum Teil sehr erdig und rauchig sein. Das mögen eben nicht alle und das ist hier eben im Original Vetiver so ein bisschen anders. Es ist alles relativ mild und sanft und deswegen ist es meiner Meinung nach auch das ideale Einstiegsparfum, um sich so ein Vetiver-Parfum und der Duftnote generell mal etwas zu nähern. Ja, dann kommen wir zur Flakon-Präsentation. Creed Design, dafür ist die Marke bekannt. Es ist der 50 ml Flakon. Der Fuß ist immer ziemlich massiv. Das Glas ist generell wirklich hochwertig. Da kann man bei der Marke nichts sagen. Hier unten haben wir die Batch-Informationen, die übrigens ins Glas graviert sind. Hier oben haben wir den Deckel mit dem Creed-Logo. Das sieht relativ schick aus, aber der Deckel ist nur aus Kunststoff. Ja, ihr kennt meine Meinung. Ich kann auch ruhig jetzt schon mal die Kondition sagen. 50 ml kosten 175 Euro, 100 ml liegen so bei 235 Euro. Und ich bin da einfach der Meinung, wenn man solche Konditionen aufruft, dann ja, muss es meiner Meinung nach auch ein anderer, hochwertigerer Deckel sein, einfach ein anderes Material sein. Zum Zerstäuber kann man allerdings nichts sagen, nichts kritisieren, der ist wirklich gut, es gibt einen schönen Sprühnebel und die Verarbeitung an sich ist auch super. Also da kann man wirklich nichts kritisieren. Klar, es ist ein festes Material, es ist Kunststoff, aber ich finde, das Parfum wäre einfach nochmal wesentlich optisch ansprechender, wenn es eben ein hochwertigerer Deckel wäre. So, der Deckel klickt übrigens fest auf den Flakon ein. Der sitzt dementsprechend auch fest. Das finde ich wiederum ganz gut. Die Verpackung, ja, auch da es ist einfach nur ein schlichter Pappkarton. Die Haptik ist ganz schön. Ja, das Design so an sich mit der Creed, mit dem Creed-Logo, mit der Art Krone und so, das sieht alles ganz schick aus. Hier haben wir die Informationen. In der Verpackung ist es tatsächlich relativ interessant. Hier hat man so eine kleine Karte mit dabei, das ist so eine Art Zertifikat. Ich sagte eingangs, dass es eine Traditionsmarke ist. Es wurde über viele Generationen vom Vater zum Sohn vererbt. Das hat sich ja vor einigen Jahren geändert, da ja, der in Anführungsstrichen letzte Sohn, der letzte Inhaber der Marke, die Marke verkauft hat. Hier haben wir dann nochmal so ein kleines Informationsblatt zu der Marke. Ja, das ist schon so an sich ganz nett gemacht. Ich finde, so erfährt man ein bisschen was über die Marke und das ist halt nochmal so eine Art Zertifikat. Finde ich relativ ansprechend. Die Verpackung ist aber tatsächlich eben nur eine Pappverpackung und nicht hochwertig. Aber der Flakon sitzt immerhin relativ fest und sicher in der Verpackung. So, aber jetzt kommen wir wieder zu meinem bekannten Spruch. Wie sage ich immer so schön, es geht natürlich primär immer um das Parfum und um die Duft-DNA. Ich blende euch auch schon mal die Duftnoten ein. Ja, nochmal zum Thema Vetiver. Vetiver ist eine Duftnote, die sehr holzig, erdig und rauchig riechen kann. Und das ist hier im Original Vetiver zwar auch der Fall, aber alles so ein bisschen gedämpfter, sanfter und eben nicht ganz so rauchig und erdig, wie eben Vetiver durchaus riechen könnte. Deswegen ist es für mich auch ein ideales Einstiegsparfum. Es riecht frisch, ganz klar, wir haben hier eine sehr spritzige Kopfnote. Das Parfum bleibt übrigens auch den ganzen Duftverlauf, auch im Drydown immer frisch. Das ist nun mal eben so die Duftrichtung. Es ist aber zu der Frische eben auch ganz klar noch grün und man nimmt eben auch die gewisse Erdigkeit und die Rauchigkeit wahr. Aber wie gesagt, ich finde es sehr angenehm und ja, einfach perfekt dosiert. So kann man sich dem ganzen Thema Vetiver eben ja, etwas nähern. Und es riecht auch clean und seifig. Also ich finde es ein ganz schönes Parfum. Es hat auch so maskulinen Touch. Also es ist wirklich so ein typisches, ich nenne es jetzt einfach mal Männerparfum.
Also wenn ihr maskulin riechen möchtet, dann ist Original Vetiver ja eines der möglichen Parfums. Und ich finde auch, dass Original Vetiver so ein bisschen hinter dem Verkaufsschlager Aventus eben ja geblieben ist, vor allem in den letzten Jahren. Denn Original Vetiver ist ein Release aus dem Jahre 2004. Tatsächlich gibt's das Parfum jetzt eben schon ja 18, 19 Jahre. Das ist wirklich eine ganze Zeit und Aventus kam ja 8 oder 9 Jahre später raus. Und ja, gerade so die letzten Jahre durch den Hype von Aventus wurde meiner Meinung nach fast gar nicht mehr so über Original Vetiver gesprochen und es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und das finde ich aber muss absolut nicht sein. Dieses Parfum braucht sich nicht hinter Aventus verstecken. Erstmal ist es sowieso eine ganz andere Duftrichtung, eine ganz andere Duft-DNA, aber es ist ein ganz tolles Parfum. Es hat eine wirklich tolle Qualität. Es riecht maskulin, wie gesagt, das Thema Vetiver ist hier richtig schön und sanft verarbeitet. Also ich mag das Parfum sehr, ich trage es auch sehr gerne, ist auch mein zweiter Flakon, deswegen fehlt in dem hier abgebildeten Flakon auch noch nicht allzu viel. Ja, eine klare Empfehlung. Kondition sagte ich ja vorhin schon noch mal kurz, 50 ml 175 Euro, 100 ml 235 Euro. Ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis machen die 100 ml natürlich wesentlich mehr Sinn. Haltbarkeit ist gut, ist wirklich gut, überrascht mich immer wieder. Ich komme hier so auf ja mindestens 7 bis 8 Stunden. Auf Klamotten hält sich das Parfum nochmal deutlich länger, aber das sage ich ja sowieso immer. Wenn ihr performance-schwache Parfums habt, sprüht die Klamotten ein. So kriegt ihr nochmal so einen kleinen Performance-Boost. Und die Sillage ist auch wirklich da und präsent. Es ist kein Beast-Mode, aber ihr selbst nehmt das Parfum immer sehr angenehm wahr. Und das Umfeld auch. Man bekommt tatsächlich auch das ein oder andere Parfum. Wie gesagt, das ist eben so ein Lager, das eben diese Art von Parfum und Vetiver mag oder man mag es eben nicht. Aber man bekommt durchaus Komplimente. Es kommt immer gut an. Und vor allem macht man ja so einen ganz gepflegten maskulinen Eindruck mit diesem Parfum. Also ich bin begeistert, kann euch das Parfum empfehlen. Lasst euch da jetzt irgendwie nicht abschrecken, weil es 18, 19 Jahre alt in Anführungsstrichen ist. Das hat bei Parfums nicht immer irgendwie was Schlechtes zu sagen oder zu bedeuten. Manchmal sogar ganz im Gegenteil. Ich finde hier oder in dem Parfum wird und wurde auf eine gewisse Qualität gelegt und auf eine schöne, ja, maskuline Duft-DNA und deswegen kann ich es wirklich empfehlen. So, das soll es gewesen sein. Danke, dass du dabei warst. Falls dir mein Kanal gefällt, abonnieren, liken, teilen, kommentieren und die Glocke aktivieren. Ihr unterstützt mich dabei und ich freue mich vor allem auch wirklich immer darüber. Und schaut auch gerne mal bei Insta vorbei. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank, bis demnächst, bleibt gesund.